Bonjour. Wir sind in Frankreich, haben da übernachtet, nach Straßburg. Und jetzt werden wir dann Frühstück holen. Und vorher ist ein Bauer vorbeigekommen mit seinem Traktor. Und dann auch die Bäuerin. Aber die haben sich überhaupt nicht um uns gekümmert. Das war ja kein Problem. Das war unser Schlafplatz. Ziemlich geschützt, links, rechts und... Frühstück gibt's von der Boulangerie. Wir haben gerade im Radio gehört, dass es 34 Grad heute Nachmittag bekommt. Und es ist jetzt schon sehr, sehr warm. Und es ist wirklich wie im ärgsten Sommer. Also morgen soll es dann abkühlen, das ist cool. Aber jetzt gerade ist es fast unerträglich warm. Dani rüstet sich aus mit Haargummi, damit die Haare nicht dauernd in die Augen flattern, und Ohrenstöpseln, damit er den Lärm erträgt, den sie im Auto hat, wenn man die Fenster offen hat auf der Autobahn. Aber sonst ist diese Hitze nicht zu ertragen. Ja, keine Klimaanlage. Wir sind von der Autobahn abgefahren, weil es unertragbar heiß war, und machen jetzt Mittagspause in einem kleinen Wald, damit wir uns ein bisschen abkühlen können. Achtung, du musst Bleu Blanc Rouge ist es. Es muss zuerst blau sein. Ja. Also Frankreich. Dieses Mal ganz genau an der Grenze. Luxemburg. Wir haben nach einer Tankstelle gesucht und sind zu einer Tankstelle gekommen, bei der es 28 Tanksäulen gibt. Und man kann auch verstehen, warum, weil es ist extrem günstig. Drüben in Frankreich hat es 1,3 gekostet, hier kostet es 0,9. Nachdem Luxemburg ein Umweg war für uns, aber wir ihn aus Prinzip befahren wollten, haben wir jetzt keinen langen Besuch abgestartet und fahren jetzt gleich weiter. Und wir danken diesem Besuch, dass wir uns sehr, sehr viel Geld beim Tanken gespart haben. Es war den ganzen Tag ganz heiß, und jetzt haben sie aber schon im Wetterbericht gesagt, dass heute Gewitter kommen wird. Und jetzt kommen wir endlich in den Regen und es ist eine Abkühlung. Da hat jemand nicht aufgepasst beim Einreihen. Nachdem wir morgen in Paris verbringen möchten, campen wir möglichst nahe an Paris auf einem Campingplatz, weil wir unbedingt eine Dusche brauchen, weil wir den ganzen Tag so geschwitzt haben und so picken. Der hat aber nur bis 19 Uhr offen, und obwohl es jetzt schon so hell ist, ist es leider schon 8:45. Und die Karin wird jetzt zumindest mal anläuten und schauen mal, was die Sache ist. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Campingplatz drinnen. Und es war so, dass wir sind dann schon neben dem Tor gestanden und hatten schon das Dachzelt offen. Und es war sehr offensichtlich, dass wir da bleiben wollen. Dann habe ich gemeint, ja, ich glaube, wir sind zu spät, um reinzukommen. Deswegen wollten wir jetzt da stehen. Und dann hat er gemeint, ja gut, jetzt kann ich euch auch schon reinlassen. Und dass wir dann einfach morgen zahlen. Und ja, jetzt stehen wir drinnen, haben Strom, haben Duschen, haben WCs, kochen gerade, gehen dann Haare waschen. Und ja, also so hatten wir schon ein Riesenglück. Ich habe jetzt mit unserer Dusche Haare gewaschen, weil die Duschen am Campingplatz sind nicht das wert, was sie kosten. Man kann die Temperatur nicht verstellen, also sie sind nicht kalt und sie sind auch nicht sehr stark. Und unsere Dusche ist halt schon stark. Und jetzt fahren wir nach Suresnes. Das ist ein Vorort von Paris, wo die Karin 1,5 Jahre mal gewohnt hat mit ihrer Familie. Dort werden wir Crêpes zum Mittag essen und dann in die Bibliothek gehen. Und dort kann man sich in Ruhe hinsetzen und ein Video schneiden. Also Paris ist wirklich sehr verstaut, auch schon um
12 Uhr am Vormittag unter der Woche. Wir sind jetzt in Syren und werden gleich Mittagessen gehen. Das ultimative Gerät für die Zombie-Apokalypse. Da haben wir die letzten 4,5 Stunden verbracht, aber die Bibliothek schließt jetzt. Wir waren jetzt kurz im Auto und wir treffen jetzt noch ein paar Schulfreunde von mir. Das ist ridicule. Es ist so eine klare Nacht und man kann den Eiffelturm von hier aus wunderbar sehen. Guten Abend, es ist mittlerweile 1:45. Wir haben uns gut unterhalten, waren jetzt so lange unterwegs mit Karins Freunden. In Paris gibt es einen Campingplatz und der kostet aber 40 Euro pro Nacht, hat aber ab 22 Uhr zu und öffnet erst um 7:30 Uhr. Und unser Plan ist jetzt, dass wir uns mit dem Auto vor den Campingplatz stellen, dort das Zelt aufbauen, schlafen bis um 6:45 Uhr, aufstehen, das Zelt zusammenpacken und bevor die Leute vom Campingplatz kommen, zusammenpacken und wegfahren, damit wir sozusagen dort gratis übernachten können. So, ich präsentiere unseren Schlafplatz für die Nacht und ja, morgen ist der Wecker gestellt und dann sind wir wieder weg und niemand stört, weil wir brauchen keine Duschen und werden jetzt einfach nur schlafen. Bonjour. Bonjour. Niemand von uns hätte gedacht, dass diese Nacht so unterbrochen wird, weil ich meine, der Campingplatz war echt skurril. Wir waren kurz vor 2 waren wir dort in der Nacht und es sind regelmäßig Autos gekommen und die konnten nicht einfach mit einem Schranken hineinfahren, sondern da musste immer ein Personal kommen, die das Tor aufsperren. Und das hat immer nur so weit aufgemacht und sofort wieder zugemacht, dass ja niemand anderer reinkommt. Und dann habe ich eben geschaut, weil da stand, man darf nicht parken, weil man stört. Also, und das war eben eine Bushaltestelle und ich habe geschaut, wann der erste Bus fährt. Und es war 8:30 Uhr. Und dann um 6 Uhr klopft jemand unten an, also ich glaube aus Spaß und man hat auch den Bus gehört. Haben wir halt geschaut und okay, Da ist schon raus. Es ist 6 Uhr, da ist ein Bus. Und es sind urviele Leute in dem Bus und es sind urviele Leute vor dem Bus. Und es sind immer, wer dachte so, ja, wir können jetzt nicht mit dem Bus rausgehen. Dann warten wir, bis der Bus wegfährt, aber der Bus ist nicht weggefahren. Es sind so viele Leute eingestiegen, also 6 Uhr bei einem Campingplatz. Dafür, dass der Campingplatz um 7:30 Uhr öffnet, waren alle Tore offen um 6 Uhr in der Früh. Also ja, und dann ist der Bus weggefahren. Wir haben gerade das Zelt zusammengepackt und sind dann auch gefahren. Ja, wir haben es richtig schnell zusammengepackt. Ich habe noch kurz mit dem Busfahrer gesprochen, dass ich dachte, der erste fährt um 8:30 Uhr und dann gemeint, ja, aber andere fahren auch schon um 6 Uhr. Okay, tut uns leid. Ja, und dann haben wir uns eben zu diesem alternativen Platz gestellt und dort jetzt bis 10 Uhr noch fertig geschlafen. Und Jetzt gehen wir zum Markt, dort frühstücken und dann weiterschneiden. Dani bereitet gerade das Abendessen vor. Es gibt Reis mit Paprika und Zucchini. guten Abend noch einmal aus Suren. Die Bibliothek hier ist so super ruhig und mit Strom zum Videoschneiden, dass wir hier noch einen Tag bleiben. Es ist gerade die Polizei vorbeigekommen, ohne Blaulicht oder so, also sie hätten schon stehen bleiben können. Und sie haben gesehen, dass wir das Dachzelt aufgebaut haben und sie haben überhaupt nichts gesagt, sie sind einfach weitergefahren. Und das war eigentlich bis jetzt meine größte Angst, dass die Polizei uns verscheucht, aber anscheinend hat die auch kein Problem damit. Wir haben auch den Besitzer des Hauses gegenüber auf der anderen Straßenseite schon getroffen und gefragt, ob es okay ist, wenn wir hier stehen. Der hat gemeint, ja. Und wenn irgendjemand vorbeikommt, läutet einfach bei mir an und wir regeln das schon. Also war ein ganz freundlicher älterer Mann, der hier offenbar schon sehr, sehr lange wohnt. Heute ist Mittwoch und wir haben jetzt geplant, dass wir am nächsten Montag von Cherbourg die Fähre nach Rosslare in Irland nehmen, weil sie kostet fast 40% weniger, wenn man am Montag fährt, als wenn man am Freitag fährt. So, Abfahrt Frankreich. 115 € für 2 Personen und einen Defender. Das ist nicht schlecht.
Wir fahren über Nacht, 18 Stunden, aber haben nur 2 Sitzplätze gebucht. Mal schauen, wie das wird. Aber alles andere wäre viel zu teuer gewesen. Guten Morgen, wir sind um 8 Uhr aufgewacht, haben zusammengepackt und sind jetzt ca. 500 Meter zum Stade Jean Moulin gefahren. Dort werden wir heute das Geschirr abwaschen. Wir sind jetzt in der Wäscherei, haben 2 Waschmaschinen voll. Den ganzen Nachmittag haben wir jetzt in der Bücherei verbracht und Video geschnitten. Und jetzt geht's ab Richtung Meer. Aber jetzt diesmal wirklich. Ja.